Hallo ihr Lieben, wollt ihr eure Gäste dieses Jahr mit etwas ganz Besonderem überraschen? So eine Torte habt ihr bestimmt noch nie gegessen. Sie sorgt erst für viele Fragen und danach für glückliche Gesichter. Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du diese festliche Torte ganz einfach selber machst. Perfekt zum Vorbereiten für Weihnachten. Also, lasst uns direkt loslegen. Für die Torte brauchst du Schmand, Petersilie und Schnittlauch, Salz, schwarzen Pfeffer, Gewürzgurken, hartgekochte Eier, Mayonnaise, Senf, rote Paprika und Schinken. Zuerst gibst du Schmand, Mayonnaise und Senf in eine große Schüssel, würzt alles mit Salz und Pfeffer und vermischt es kurz. Danach kannst du die Schüssel erst einmal zur Seite stellen. Als nächstes werden alle Zutaten für die Füllung klein gewürfelt und direkt mit in die Schüssel gegeben. Ich fange mit dem Schinken an. Ich verwende am liebsten Räucherschinken, aber du kannst natürlich den Schinken nehmen, der dir am besten schmeckt. Die Paprika zuerst entkernen und dann ebenfalls klein würfeln. Anschließend die Gewürzgurken ganz fein würfeln. So sind später alle Zutaten gleichmäßig in der Füllung verteilt und der Geschmack wird schön rund. Jetzt noch die Eier schälen und ebenfalls klein würfeln. Zum Schluss kommt ein kleines Bund frischer Petersilie und Schnittlauch dazu. Bei der Petersilie die Stiele entfernen, die Kräuter fein hacken und anschließend ebenfalls zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben. Jetzt alles gut vermischen, bis die Zutaten gleichmäßig vermengt sind. Am besten probierst du die Füllung jetzt einmal und würzt sie nach Bedarf noch etwas nach. Jetzt können wir die Torte zusammenstellen. Dafür brauchst du eine Unterlage oder einen Teller. Ich verwende dafür ein Marmorschneidebrett. Lege zuerst 2 Scheiben Brot auf das Brett und gib etwa 3 große Esslöffel von der Füllung darauf. Wenn du möchtest, kannst du vorher die Ränder vom Brot abschneiden. Ich persönlich mache das nicht, weil es mich nicht stört. Verteile die Füllung mit einem Messer gleichmäßig auf den Brotscheiben und wiederhole den Vorgang, bis alles aufgebraucht ist. Danach stelle ich die Torte am liebsten für mindestens 2 bis 3 Stunden kalt. So wird sie stabil und lässt sich später leichter einstreichen. Du kannst die Torte auch problemlos einen Tag im Voraus vorbereiten und erst am nächsten Tag einstreichen und dekorieren. Zum Einstreichen bereiten wir jetzt eine Creme vor. Dafür schlägst du Frischkäse und Senf kurz mit dem Mixer cremig. Danach gibst du die Sahne dazu und schlägst alles kurz weiter, bis die Creme schön weich und cremig ist. Mit dieser Creme streichst du die Torte ein. Ich mag es nicht, wenn sie komplett bedeckt ist. Bei mir dürfen die Brotscheiben durch die Creme noch sichtbar sein. So wird die Cremeschicht nicht zu dick und nicht zu mächtig. Zum Schluss dekoriere ich die Torte von oben zuerst mit Kräutern. Die restliche Creme fülle ich in einen Spritzbeutel mit Tülle und dekoriere damit den Rand. Ein paar Tupfer auf die Kräuter und noch ein paar Cherrytomaten. Beim Dekorieren darfst du aber auch gerne kreativ sein und die Torte ganz nach deinem Geschmack gestalten. Die Torte schmeckt am besten, wenn sie etwas Zeit zum Durchziehen hat, also mindestens 6 Stunden. Du kannst sie aber auch problemlos einen Tag im Voraus zubereiten. Lass es dir schmecken. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses besondere Rezept aus Skandinavien gefallen.
gefallen. In Finnland sind Sandwich-Torten voileivakakku super beliebt und etwas ganz Besonderes, das man an Feiertagen und zu besonderen Anlässen gerne seinen Gästen serviert. Wenn ich sie beschreiben müsste, dann ist es wie ein super leckerer, saftiger Salat mit Brot, nur in Form einer Torte. Wenn ich diese Torte zum ersten Mal für jemanden mache, sorgt es fast immer für skeptische Gesichter und viele Fragen, aber nach dem Probieren will jeder ein Stückchen mehr und bittet mich, diese Torte bald wieder zu machen. Also ich finde die Situationen immer richtig lustig und spannend und freue mich immer wieder, die Sandwich-Torte zu machen. Dieses Rezept habe ich heute mit Schinken gemacht, aber es gibt schon ein Sandwich-Torten-Rezept auf meinem Kanal mit Lachs und dieses Rezept werde ich für dich noch hier verlinken. Also überrasche deine Gäste mit dieser skandinavischen Spezialität, die sie garantiert noch nie probiert haben. Ich bin gespannt, ob deine Gäste genauso reagieren wie meine. Ihr Lieben, mit diesem Video wünsche ich euch und euren Liebsten wunderschöne Weihnachten. Hyvää joulua! Genießt die Zeit mit euren Liebsten und die weihnachtlichen Leckereien. Tschüss und bis zum nächsten Mal.